Okay, ist das der Moment? Teewasser. Ich könnte mir jetzt einen Teebeutel rausholen, den 3 Minuten reinhängen und ich hätte den ganz normalen schwarzen Tee. Das ist heiß, aber was soll ich trinken? Das habe ich ja gestern abgefüllt und ist heute den ganzen Tag nicht richtig im Schatten gewesen, sondern in der warmen Luft. Ich wollte berichten von unterwegs, dass es nicht nur in Andalusien, sondern auch hier ziemlich heiß ist. Irgendwann, ich war ja im Bergland, 1000 bis 2000 Meter hoch. Das war schon ziemlich warm. Und dann bin ich in die Sahara gekommen. 41, 42 Grad. Aber es ging. Ich bin ja gefahren, möglichst schnell. Dann habe ich Sönke und Simon getroffen. Da saßen wir eine Weile im Schatten, das war gut. Haben geplaudert. Das waren noch die ersten Deutschen, die ich überhaupt in Marokko getroffen habe. Oder die haben mich besser getroffen. Seht mir hinterher. Und dann hat sich natürlich auch gleich ein Einheimischer, Adi, zu uns gesellt. Aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls bin ich dann heute weitergefahren bei bestem Wetter. ,43 Grad. Nein, 44 Grad. Und habe dann später nochmal geguckt. Im Schatten, Lufttemperatur 45 Grad. Boah. Ich habe das Visier aufgemacht. Ich musste es zumachen bei voller Fahrt. Die Luft war so heiß, die hat mir schier das Gesicht verbrannt. Nur unter einem Baum, wenn ich mal einen gefunden habe, da ging's, konnte ich kurz halten. Da haben mich dann einmal die beiden eingeholt. Okay, dann wollte ich aber jetzt zu meinem Hotel. Müsste gleich da sein. Weitergefahren. 46 Grad. 47 Grad. Es sind schlussendlich 48 Grad geworden. 48 Grad. Ich denke so ungefähr eine halbe Stunde oder so, bevor ich hier angekommen bin. Und dann die beiden sind weiter mit dem Einheimischen, mit Adi gefahren. Ich habe ja mein Hotel schon gebucht, was gar nicht notwendig wäre, weil es ist jetzt Nebensaison. Juli, August ist Nebensaison. Da kommt ja kaum einer. Ein paar Einheimische zum Sandbaden, aber keine ausländischen Touristen. Dann bin ich bis Merzouga gefahren. Schön durch die Wüste, ihr habt die Bilder gesehen. Beeindruckend. Es ist wunderschön, großartig. Ich bin glücklich. Es ist wunderbar. Mir sind die Tränen gekommen. Dass ich das geschafft habe und jetzt auch ziemlich schnell. Aber es ist heiß. Die Sonne geht gleich unter. Ich habe mich hinter diesem großen Baum verkrochen. Da kann man es lagernd aushalten.
und trinke wie ein Scheunentor. Ich fahre ab von der geteerten Straße, hier muss das irgendwo sein. Oh, ein nicht befestigter Weg, aber ich habe gedacht, naja gut, hier innerorts ist es manchmal nicht so gut. Noch ein Stück weiter. Oh, jetzt geht es mir schon wieder richtig gut. Ein bisschen Sandsturm sei gewesen die letzten Tage, aber die Straße war frei. Und gerade eben ein bisschen doch auf der Straße, auf dem Weg hier zum Hotel. Ich konnte auch nicht so ganz gut sehen, weil es war alles so staubig. Dies hier konnte ich auch nicht immer aufmachen. Das war zu heiß. Und da merke ich, dann komme ich in Schlingern. Und ich habe natürlich nicht Gas gegeben, was man sollte. Ich hatte zu viel Schiss, dass ich dann voll Karacho irgendwo hinrase. Ich bin wie auch immer gestürzt. Ich stürze auf die linke Seite und mein Fuß unter die linke Packtasche. Und damit an aller Anstrengung, mein Fuß tat tierisch weh. Ich wusste ja nicht, was passiert ist, aber ich denke, ich muss den da rauskriegen, sonst kann ich ja gar nichts machen. Sonst liege ich in der prallen Sonne und kann mich nicht mal bewegen. Und habe mit aller Kraft meinen Fuß rausgezogen und ich habe das hingekriegt. Ich habe es geschafft, hinzustehen. Ich konnte stehen. Gott sei Dank. Da war ich schon ganz glücklich. Aber mein Motorrad lag mehr als flach. Keine Chance, das hochzukriegen. Dann läuft natürlich der Sprit aus. Es fing an richtig zu gluckern. Aber es war niemand in der Nähe. Ums Verrecken nicht. Ich habe es versucht, alleine hochzuheben. Nein, keine Chance. Dann habe ich erstmal hinten die beiden Gepäckrollen abgebaut. War keine Chance. Von den beiden Versuchen und von meinem Aufstehen, meinem Bein rausziehen, war ich schon sehr, sehr erschöpft. Ich habe die beiden Rollen hier 20 Meter weiter in Schatten gelegt. Ich habe später versucht, meinen Sonnenhut zu finden. Zu durcheinander. Die Hitze macht ja auch ein bisschen mürbe. Geschätzt eine halbe Stunde später kam dann ein Auto. Ich nehme an, Marokkaner von hier mit spanischem Auto. Ich denke, die arbeiten in Spanien. Haben mir sofort geholfen, keine Frage. Und ich habe sie mit allerletzter Kraft und Motorkraft dann ungefähr 50 Meter weiter geschoben. Oder mit Motorkraft auch. Damit ich sie wieder auf Teer abstellen konnte. Und dann habe ich mich erstmal hier bzw. unter dem nächsten Baum hingelegt. Mich nur ausgeruht. Ich dachte, ich konnte jetzt nichts mehr machen. Die Karre steht, ich bin im Schatten. Ich habe Wasser bei mir. Im Moment kann ich eh nichts weitermachen. Jetzt kommen wieder zwei Autos vorbei. Jetzt haben auch danach noch ein paar Leute angehalten.
teilweise auch gefragt. Ich winke und zeige, dass alles okay ist. Die freuen sich mit mir. Ja. Ich habe mich dann hier weiter zu dem Baum gerobbt und dann auch meine dicke Jeans ausgezogen und meine dünne Wanderhose angezogen. Das macht eine Menge aus. Immer wieder getrunken. Ich weiß nicht, wie viel ich heißes Wasser getrunken habe. Aber es ist besser als alles andere. Mir ist schon sehr schwummrig und wenn ich aufstehe oder rumlaufe, ist mir noch schwummriger. Deswegen bleibe ich hier. Ich freue mich über den Schatten und die im Moment wieder gärende Sonne, die aber im Untergehen ist. Von hier aus sieht man doch, ich sehe die großen Dünen. Die Kamera wird das nicht richtig einfangen können. Die Dünen haben eine etwas andere Farbe. Sie wirken im Moment so ein bisschen orangelich. Die Landschaft ja grünlich-beige, zum Teil auch Anthrazit. Und dann duschen, mich reinigen, ausruhen, überlegen, erzählen. Ich habe ja schon einiges. Ja, auch das ist ein bisschen Abenteuer, was ich nicht gesucht habe, aber was kostenlos dazugegeben wird. Bis später. Andere müssen dafür einen Triathlon laufen, um sich so zu fühlen. Da habe ich es einfacher gehabt. Also besser hätte ich nicht stürzen können. In weichen Sand. Ich glaube, es ist nichts kaputt gegangen. Weder am Motorrad, noch am Gepäck, noch an mir, noch an meiner Kleidung. Ich bin in der Nähe von Menschen. 10 Meter sind weiter Bäume gewesen. Der Motor läuft. Eigentlich ist alles gut. Und ich genieße die Anstrengung, wie ich es selten genieße. Ich genieße die Erholung jede Minute mehr. Vielleicht warte ich noch bis zum richtigen Sonnenuntergang. Une camping La Haima. Non, Oui. je vais à l'hôtel. Hôtel? Tu connaissais Étoile des Dunes? Oui. Étoile des Dunes. Étoile des Dunes, c'est. Ça n'est pas. Étoile des Dunes, c'est 17 km. 17 km. 17? 17. غير صور. So, das war eben gut. Ich weiß nicht, ob das hier auch Gäste waren. Eher, denke ich, Einheimische. Aber ich habe meine Kamera nicht da mitgenommen und die am Motorrad ist defekt. Die haben mich gefragt, ob sie mich fotografieren dürfen. An dieser Stelle sollte eigentlich laut Booking.com bzw. Google
das Hotel sein, aber es ist keine Spur. Also muss ich weiterfahren. Laut dem Marokkaner vorhin muss ich noch 17 Kilometer nach Norden fahren. Einfach nur nach Norden fahren. Dort rechts im Westen sehe ich die in der Abendsonne orange leuchtenden Dünen von Erg Shebi. Das heißt allerdings auch, dass ich mich wieder verfahren habe und dass ich jetzt erstmal wieder umdrehe und sicherheitshalber noch einmal den Tank voll mache. Ich glaube, diese Flasche ist meine Rettung. Aber ich erzähle jetzt nicht viel weiter. Ich mache gerade in einem Lokal Halt, bevor ich ins Hotel gehe. Ich bin fix und fertig. Aber bevor ich zusammenbreche, zum einen bin ich vorhin auf der Straße an einem einheimischen Pärchen vorbeigefahren, die mit ihrem kleinen Motorrad in der Wüste liegen geblieben waren, allerdings hier auf der Hauptstraße. Sie hatten eine Luftpumpe auf die Straße gestellt und wollten also augenscheinlich Pannenhilfe. Ich glaube, ich hätte es nicht geschafft, anzuhalten und irgendeine Hilfe zu leisten, obwohl ich es materiell gekonnt hätte. Ich musste weiterfahren. Das tat mir sehr leid und ich hoffe, dass noch genug Leute in Bälde vorbeikommen, um diesem Pärchen zu helfen. Dann bin ich nach 10 Kilometern diesen Ort hier reingefahren, wo ich hoffe, dass dieses mein gebuchtes Hotel oder irgendein anderes für mich da ist. Aber das wird noch ein paar Minuten dauern, für die ich auch jetzt nicht die Kraft habe. Ich stelle hier also das Motorrad hier vor dem Lokal ab, frage hinten am Tresen, ob sie mir eine große Flasche kaltes Wasser haben und ein Glas. Und vorm Lokal hielt sich gerade ein augenscheinlich
Da mir für die Nacht weitere Kameraaufnahmen fehlen, fahre ich 2 Tage später die Strecke tagsüber nach. Doch dann hielt ein PKW und der Fahrer bot mir an, mich gleich zum Hotel zu bringen. Er sei selbst Hotelier, wie fast alle Männer, mit denen ich in Marokko in Kontakt kam. Hier musste ich rechts abfahren, erwischte aber die falsche Spur, ohne zu erkennen, wie und wohin sie führte. Der PKW-Fahrer fuhr dann diese Spur entlang und wir kamen tatsächlich zu einem unbeleuchteten großen Gebäude. Tagsüber kein Problem. In der dunklen Nacht kein Licht, kein Schild. Er durchsuchte mit mir das stille und dunkle Hotel nach dem Rezeptionisten. Es war unheimlich. Jedoch klappte dann alles. Das ist alles an Licht. Nicht mehr anzufangen. Ich bin zwar kreuzglücklich, aber geschafft von diesem Tag, von diesem Nachmittag und Abend. Macht's gut, ich berichte. Eigentlich sehr komfortabel. What's that? Very old. Huh? Old boxes. They are very old books. What kind of boxen? Box you put things, clothes, or very old. For transport. Huh? For transport on camel. Yes, yes, on camels. Okay. Yes. It's only decoration. No, it's only like That was not difficult. Huh? Daylight, it's not difficult to find the road. Yes, yes, very quick. Yes. You can see the house. Yes.
So, da sind wir wieder in der klimatisierten Bude. Ich war jetzt vielleicht 2 Minuten aus dem Haus. Ich konnte den Stick, das Stativ von der Kamera nicht mehr anfassen. Es war wegen der Schwärze wahrscheinlich so schnell, so heiß. Das ist schön gemacht. Große Kloecke, eine große Duschecke. Das Wasser läuft sogar einigermaßen. Heiß und kalt ist allerdings die gleiche Temperatur. Und hier gemauert, wie auch die Möbel im Zimmer. Das Bett ist gemauert, die Nachttischchen sind gemauert, die Regale, die Nachttischlampen. Nur den Tisch, den ich mir besorgt habe, den kann man bewegen. Diese Hitzehölle fühlt sich am frühen Morgen noch recht gut an. Aber ich denke schon in einer Stunde hätte ich Bedenken, wieder zurück zum Haus zu kommen. Aber es ist gut, es auch so zu erleben. Nach der Überanstrengung mit dem Sturz und der Hotelsuche fühlt sich das körperlich doch ganz gut an. So weit war ich noch nie in der Wüste. So weit war ich noch nie im Süden. Im Moment ist das gut auszuhalten, früher Morgen. Das war schon Wahnsinn. Ich denke, da war ein Teil des Gehirns auch ausgeschaltet. Hat sich wahrscheinlich alles darauf konzentriert, irgendwie bei Bewusstsein zu bleiben. Und hier ist man ja noch immer ganz in der Nähe von anderen Menschen. Ich hatte es nicht wirklich gehofft, dass ich überhaupt nach Marokko komme und dann noch bis hier in die Wüste. Das werde ich auch nicht wiederholen, denke ich. Das war wie Wacholder. Und riecht so ein bisschen wie die Macchia auf Korsika. Ja, ich denke, das ist, was weiß ich, irgendein Tierdunk. Ist ganz leicht. Da hinten ist mein Hotel, das ich ganz für mich alleine habe. Ich bin von Anfang an der einzige Gast. Und an den paar Grasbüscheln sieht man, dass es hier anscheinend auch irgendwann in den letzten Wochen mal geregnet hat.
dann kommt das Grün hier sehr schnell hoch. Da sammeln sich ein paar Flugsamen. Aha, schön. Gerne hätte ich hier weiter Strecken und Orte erkundet, doch Kondition und das ungewöhnlich hochsommerliche Klima zwingen mich, in den etwas kühleren Hohen Atlas zu fahren.